Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause Tortilla-Chips bzw. Nachos ganz einfach selber machen könnt. Dafür als erstes 200 Gramm Maismehl in eine Rührschüssel sieben. Dann 100 Gramm Weizenmehl ebenfalls dazu sieben. Als nächstes 2 Esslöffel Pflanzenöl dazugeben. Einen Teelöffel Salz und dann nach und nach heißes Wasser. Jetzt einfach mit den Händen anfangen, den Teig durchzukneten. Dann wieder einen kleinen Schluck heißes Wasser dazugeben und weiter kneten. Und immer wenn ihr merkt, dass der Teig noch zu trocken ist, einfach wieder etwas Wasser dazugeben und so lange weiter kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Der Teig sollte nicht mehr klebrig sein, aber auch nicht zu fest sein, sondern so ein bisschen die Konsistenz von Knete haben. Als nächstes die Arbeitsplatte gründlich mit Maismehl einmehlen. Dann ungefähr die Hälfte des Teigs auf die bemehlte Fläche geben. Schon mal etwas flach drücken und im Maismehl wenden. Jetzt ein Nudelholz hernehmen und anfangen, den Teig richtig schön dünn und flach auszurollen. Der Teig sollte nachher maximal 1 bis 1,5 mm dick sein. Wenn ihr das dann habt, im nächsten Schritt eine Gabel hernehmen und jetzt den kompletten Teigfladen einmal mit der Gabel einstechen. So verhindern wir, dass nachher beim Frittieren zu viele Luftblasen im Teig entstehen. Den Teig jetzt mit einem Messer oder einem Pizzaschneider zunächst in etwa 5 bis 6 cm breite Streifen schneiden. Danach senkrecht dazu in kleine Vierecke. Und zum Schluss noch einmal diagonal in Dreiecke schneiden. So bekommen wir die typische dreieckige Nacho-Form. Und alle Tortilla-Chips haben später in etwa die gleiche Größe. So sehen die einzelnen Nacho-Teiglinge dann aus. Sollte der Teig durch das Ausrollen etwas an der Arbeitsplatte kleben, könnt ihr wie ich hier einfach so einen Tortenheber verwenden und einmal unter den Nachos entlangfahren. Als nächstes dann einen großen Topf oder Wok mit reichlich Öl erhitzen. Um zu testen, ob das Öl heiß genug ist, habe ich hier etwas Restteig. Sobald es anfängt zu blubbern und Blasen zu werfen, ist das Öl heiß genug und wir können anfangen, die Nachos zu frittieren. Die
kleinen Teigdreiecke dann nacheinander vorsichtig ins heiße Öl gleiten lassen und dann circa 1 Minute frittieren. Sobald sie an der Oberfläche schwimmen, nochmal mit einer Schöpfkelle behutsam durchrühren. Und sobald die Nachos eine leicht goldbraune Farbe haben, herausheben. Und dann auf Küchenpapier auskühlen und komplett abtropfen lassen. Solange die Nachos noch warm sind, schon mal mit etwas Salz würzen. Außerdem habe ich hier noch Paprikapulver. Ihr könnt hier aber auch alle anderen Gewürze nehmen, die ihr mögt bzw. zu Hause habt. Das spielt gar keine Rolle. So sehen die fertigen Nachos dann aus. Und weil es schnell geht, machen wir jetzt noch kurz eine leckere Käsesoße dazu. Dafür als erstes 250 Gramm Scheiblettenkäse würfeln. Dann einen kleinen Topf aufsetzen, 100 Milliliter Milch, 50 Milliliter Sahne und den gewürfelten Käse dazugeben. Außerdem einen Spritzer Zitronensaft. Und jeweils einen Viertel Teelöffel Chiliflocken, Paprikapulver, Kumin und gemahlenen Koriander. Dann noch eine Prise Salz und eine Prise Zucker. Und jetzt den Topf bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen, dabei die ganze Zeit mit einem Schneebesen rühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und der Scheiblettenkäse komplett geschmolzen ist. Der Käse sollte nur schmelzen, nicht anfangen zu köcheln. Sobald der Käse geschmolzen ist, ist die Soße fertig und kann serviert werden. Dafür einfach 1 bis 2 Hände der selbstgemachten Nachos auf einen Teller geben und zusammen mit einer Portion Käsesoße servieren. Die Soße eventuell noch mit ein paar extra Chiliflocken garnieren und dann einfach die Nachos in die Soße tauchen und genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.